laufen. Komm auch bis dahin. Hallo, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen bei Onkel Wuschel. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Fahr mit euch in die Wildnis. Ja, wir sind von Santa Cruz do Sul losgefahren. In den nächsten Ort, hat mein Freund gesagt. Naja, nächster Ort, dachte ich. Na gut, das kann ja nicht weit sein. Ja, am Ende habe ich dann gesagt, ich weiß ja, dass Brasilien ein großes Land ist, aber so groß? Die ganze Fahrt hat über 2 Stunden gedauert. Also das war, ja, anfangs ging es ja noch über ganz normale Infrastruktur, über ganz normale Straßen. Ja, und dann sind wir plötzlich auf so einer Straße gelandet. Ich hatte vorher schon aus dem Flugzeug gesehen, dass das sogar ziemlich häufig vorkommt in Brasilien. Wie gesagt, Brasilien ist ein großes Land. Ähm, aber es war irgendwie herrlich. Es war schön. Und dieser Fluss, an dem wir jetzt die ganze Zeit entlangfahren, das war eigentlich auch unser Ziel. Aber wir sind ziemlich lange an diesem Fluss lang gefahren. Ich war aber auch gar nicht böse drum, denn schaut euch diese Aufnahmen an, die dabei entstanden sind. Es ist sehr schön, ne? Und es wird auch immer gebirgiger. Ja, da halt zu diesen Bergen da fahren wir hin. Ab und zu kamen dann auch ein paar kleine Siedlungen. Da war dann auch tatsächlich mal, naja, nicht gerade kein Asphalt, aber Pflaster und da konnte man dann mal ein paar hundert Meter wieder einigermaßen gut fahren. Aber ziemlich unverfälscht alles und die Vegetation ist wirklich außergewöhnlich. Die meisten Sachen davon kannte ich gar nicht. Ups. Naja, hat einer Reis ausgenommen. Ja, ist viel Landwirtschaft dort, das ist mir aufgefallen. Aber jetzt im Moment geht das ja alles noch. Man kann ja noch wunderbar fahren. Aber es kommt noch schöner. Sinn und Zweck dieser Reise? Naja, zum Strand ist es ein bisschen weit. Dann mussten wir uns eine Alternative ausdenken. Oh, war schön. War wirklich schön. Und ich konnte ein paar wundervolle Aufnahmen machen, die ich euch jetzt hier zeige. Ich habe, kann ich ja jetzt in der Zwischenzeit erzählen, wo die Landschaftsaufnahmen auf euch wirken können. Ich habe gestern das erste Mal versucht, auf YouTube live zu gehen. 2 Mal. Naja, war nicht so. Die Bildqualität entsprach nicht so unbedingt meinen Bedürfnissen, weil ich habe dort kein 5G-Netz in der Stadt. Und so sind die Bilder eigentlich, naja, von der Auflösung her nicht so toll. Bei dem zweiten Livestream, den ich dann gemacht habe, da war das schon ein wenig besser. Der ist eigentlich auch ganz gut geworden. Könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Ich werde das öfter machen. Ich wollte eigentlich ja auch heute live gehen, weil heute ist ja hier Karneval in Santa Cruz do Sul. Aber als ich dann feststellte, wann das hier erst losgeht, um 20 Uhr brasilianischer Zeit, ja, da ist es Mitternacht in Deutschland. Und dann hat es keinen Zweck, denke ich mal, dann live zu gehen. Da schlafen ja schon alle oder viele.
Gut, die Zeitverschiebung, die muss ich natürlich immer mit im Auge behalten. Bin ja hier 4 Stunden zurück. So, wir kommen jetzt in den interessanteren Teil dieser Fahrt. Das war nicht nur landschaftlich sehr schön, es war für meinen Freund, der ja gefahren ist, mit Sicherheit auch ziemlich anstrengend. Also ich war froh, dass ich nicht fahren brauchte. Hat er auch schon gesagt, also mit meinem LKW wäre ich hier wahrscheinlich verloren. Das dürfte nicht mehr funktionieren. Aber brauchte ich ja auch nicht. Ich genieße den Urlaub hier so wirklich. Das ist herrlich. Ja, es ist eine ganz andere Welt, aber eine sehr schöne Welt. Die Leute sind sehr freundlich, vor allem auch sehr gastfreundlich. Habe ich gestern dann eben auch wieder erlebt. Wir waren dann bei Verwandtschaft von meinem Freund. So, und dann wurde aufgetischt, gegrillt. Da habe ich dann auch wieder gedacht, mein Gott, wer soll das denn alles essen? Ist ja jetzt schon die zweite Grillparty, die ich mitgemacht habe. Und da wird Unmengen an Fleisch aufgetragen. Also da kann man tagelang von essen, denke ich dann immer. Aber war sehr gut, hat sehr gut geschmeckt. Ja, ihr seht immer wieder an diesem Fluss vorbei oder entlang, der letztendlich ja auch unser Ziel ist. Da wollen, aber nö, das war ihm hier wohl alles noch nicht genehm. Er fuhr dann immer noch weiter und weiter und weiter. Aber hatte auch seinen Grund, das werdet ihr dann gleich sehen. War schön da. War ein schöner Tag insgesamt gestern. Wir sind jetzt schon etwas weiter in dieses Gebirge reingekommen. Jetzt kann man laufen. Kann man auch bis dahin fahren. Ja, wir sind am Ziel. Ups. Ja, genau hier ist der Platz. Ja, das war unser Ziel. Das ist immer noch der gleiche Fluss. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Oh, reiche ich euch irgendwann mal nach. Ist aber auch nicht so wichtig. Elias, bitte lächeln. Hallo. Auf alle Fälle mündet der in den Rio Grande do Sul, der dann bei Porto Alegre in den Atlantik fließt. Sehr ruhig, idyllisch, wunderschön. Ja, haben wir da im Wasser gesessen und unser Bierchen getrunken und uns unterhalten. War sehr angenehm. Was nicht so angenehm war, war der Untergrund. Und ich mache diese Bilder ja jetzt. Dich darf ich doch mit dem Bild haben, oder nicht? Ja, schon. Kein Problem. Ich habe dann die Bilder ja aus dem Wasser herausgemacht. Ich bin also ein Stück in den Fluss da reingelaufen. Der Untergrund mit Steinen, den ihr jetzt gerade sehen könnt, ja, das war ein bisschen haarig. Ich hatte also schon wirklich Angst um mein Handy, dass ich den Halt verliere und mit dem Smartphone ins Wasser falle. Aber ja, ich habe den Halt verloren, aber ich konnte mich dann wieder fangen. Nochmal Glück gehabt. So, die Rückfahrt. Also nein, noch nicht die Rückfahrt. Die Rückfahrt zum Barbecue. Und
war eigentlich noch wesentlich schöner, nur spielte dann am Ende der Akku nicht mehr mit. War nicht mehr genug Saft und dann schaltet die Kamera von alleine aus. Aber ich denke mal, die Eindrücke, die ihr jetzt gewonnen habt von der Wildnis, sage ich mal, die waren doch wohl schon ganz beeindruckend. Und kommt dann am Ende auch noch eine Situation, es war nicht viel Verkehr dort, aber ab und zu kamen dann eben doch Autos. Und dann wird es eng, dann wird es fürchterlich eng. Aber sowas von schön gewesen. Es kommt in den Bildern gar nicht so richtig zur Geltung. Diese, naja, eigentlich imposanten Berge, die gehen ziemlich steil nach oben. Das sieht man hier so im Video gar nicht so toll. Naja, und die Scheibe hätte ich vorher ja auch noch sauber machen können. So, das meine ich jetzt. Erstmal macht er kaum Platz. Und an dieser Stelle ging es noch einigermaßen, aber an anderen war das dann recht problematisch. So, das war's. Ich wünsche euch was. Macht es gut.